Billig oder teuer, welches Autoshampoo wäscht besser? Wir haben zwei Autoshampoos bestellt, und zwar einmal ein ganz billiges für nicht mal 4 € den Liter und auf der anderen Seite ein extrem teures für fast 40 € den Liter, also mehr als das 10-fache am Ende. Wir werden sehen, welche Produkte in welchen Eigenschaften besser sind, ob es einen Unterschied gibt, ob ich den Unterschied im Blindtest erkenne. Hinter mir steht das Auto, vorgewaschen ist er schon, jetzt geht es an die Handwäsche mit den beiden Shampoos. Wie auch schon beim Video über die Felgenreiniger habe ich mir die zu dem Zeitpunkt der Bestellung günstigsten bzw. teuersten Endkundengebinde beim Shampoo zwischen 500 ml und 2 Liter angeguckt und das jeweils auf den Literpreis gerechnete teuerste bzw. günstigste bestellt. Habe die jetzt hier beide im Eimer. Ich weiß tatsächlich nicht, welches in welchem Eimer ist und habe die auch schon aufgeschäumt. Erstes Schaumverhalten, beide im Eimer relativ ähnlich. Wir haben einfach einen festen, normalen Schaum. Da sieht man erstmal gar keinen Unterschied. Ich werde gleich sehen vom Geruch. Also riechen beide zitronig tatsächlich, weil der eine, das Sonac Shampoo, ist Green Lemon. Nee, kann ich nicht genau sicher sagen, ist aber auch ganz gut, dass ich gar nicht weiß, denn ich werde jetzt gleich mal vor allen Dingen die Gleiteigenschaften auf dem Lack und auch das Antrocknungsverhalten bewerten. Reinigung ist, glaube ich, bei Shampoo kein Maßstab. Die werden beide mehr oder weniger gut reinigen bei der passenden Vorreinigung oder schlecht bei einer schlechten Vorreinigung. Das wird keinen Unterschied machen. Zum Vergleich für die Gleiteigenschaften habe ich einmal einen langflorigen Mikrofaserhandschuh und einen sogenannten Chenil-Mikrofaserhandschuh verwendet. Ihr seht es vielleicht, ich sehe es auf jeden Fall, beide Shampoos sollten in warmem Wasser gelöst werden und damit verwendet werden. Das haben wir bei beiden gemacht. Auch in der vom Hersteller empfohlenen Konzentration. Über den Preis und auch den Preis pro Eimer sozusagen sprechen wir dann gleich auch nochmal. Jetzt geht es erstmal in die Wäsche. Wie gesagt, pro Eimer 2 verschiedene Handschuhe und dann geht's los. Vom Gleitverhalten hatte ich jetzt keine riesen Unterschiede festgestellt. Dominik hat auch gerade mal gewaschen. Wir sind der Meinung, das Shampoo in dem gelben Eimer hat minimal mehr geglitten. Generell gleiten Shampoos besser in einem langflorigen Waschhandschuh als in diesem Chenil-Waschhandschuh. Das ist aber normal, das war auch da so. Beim langflorigen Waschhandschuh haben aber beide, hätte ich sie jetzt unabhängig voneinander getestet, hätte ich gesagt, beide haben gutes Gleitverhalten. War tatsächlich so, die hinter mir jetzt, also von mir aus gesehen, linke, eure rechte Seite war ein bisschen rutschiger. Und jetzt auch vom Trockenergebnis sozusagen oder vom Abtrocknen ist die Fahrerseite schneller abgetrocknet und ein bisschen schaumiger gewesen als die Beifahrerseite. Die ist immer noch sehr nass. Wir haben noch kaum trockene Stellen, obwohl wir eine ähnliche Trockenzeit auf beiden Seiten hatten. Da sieht man einen Unterschied. Was man jetzt damit anfangen kann, weiß ich nicht. Sie haben beide jetzt nach 15 Minuten Trocknungszeit auf dem Lack keine Flecken hinterlassen. Also keins ist komplett abgetrocknet. Man muss dazu sagen, wir haben Winter, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit und wir haben hier ungefähr so 20 Grad in der Halle. Im Sommer sieht es vielleicht anders aus, aber insgesamt war keins dabei, wo ich gesagt habe, oh, das trocknet viel zu schnell, das könnte Flecken machen. Von daher war ich da jetzt unbesorgt. Bevor wir jetzt aber zur Auflösung kommen, mit welchem Shampoo ich in welchem Eimer welche Seite gewaschen habe, spülen wir das ganze Auto noch einmal ab, machen es schon mal trocken, gucken, ob wir da irgendwelche Flecken sehen können. Glaube ich zwar eher nicht, aber wir werden uns das anschauen und dann gibt es die Auflösung, welches Shampoo auf welcher Seite benutzt wurde. Wie zu erwarten haben wirklich beide Shampoos keine Flecken gemacht. Wir haben den Lack ja jetzt berührungsfrei getrocknet, das heißt, wir hätten auch keine Flecken wegwischen können. Und selbst wenn da welche wären, die mit dem Trockentuch weggingen, wäre das auch nicht so schlimm, weil wir ja eh nochmal das Auto trocknen. Ist hier nicht der Fall, wir haben keine Flecken. Bevor ich jetzt wirklich zur Auflösung komme oder vielleicht mein Fazit
nenne, bevor ich weiß, welches Shampoo in welchem Eimer war, werden wir noch eine Sache ausprobieren. Und zwar haben wir häufig die Eigenschaft, dass die Tenside, also die reinigungsaktiven, waschaktiven Substanzen in einem Shampoo leichte Versiegelungen, Sprühversiegelungen und Wachse zusetzen können, sodass die Performance dann schlechter wird, wenn man gewaschen hat und erst mit der Zeit wieder besser wird, wenn dieses Resttensid runtergewaschen ist, weil das lässt sich häufig nur durch Abspülen nicht komplett beseitigen. Deswegen werden wir jetzt die Haube nochmal mit einer Nassversiegelung einsprühen, das alles abspülen, dann die beiden Seiten nochmal waschen und vergleichen, ob wir einen Unterschied im Abwehrverhalten direkt sehen und dann nochmal abspülen, trocknen und dann sehen wir uns im Fazit wieder. Ein vernünftig erkennbarer Unterschied, den wir feststellen konnten. Auf der Fahrerseite ist die Versiegelung leicht zugesetzt, die Tropfen sind nicht mehr so rund und der Wasserfilm reißt nicht ganz so schnell auf wie auf der Beifahrerseite. Da sehen wir einen Unterschied, da haben wir so gut wie keine Beeinträchtigung nach dem Abspülen. Also hier muss man sagen, das Shampoo auf der Fahrerseite neigt eher dazu, eine leichte Versiegelung zuzusetzen, als das auf der anderen Seite. Das löst sich mit der Zeit wieder. Das Trocknen hilft schon mal dabei und auch die nächste Wäsche hilft dabei. Aber wer immer wieder sein versiegeltes Auto mit einem Wachs oder einer Sprühversiegelung versiegeltes Auto mit diesem Shampoo wäscht, hat nach der Wäsche eine schlechtere Performance, zumindest sieht die erstmal schlechter aus als ohne. Das heißt, für versiegelte Autos wäre im Zweifel das Shampoo auf der Beifahrerseite zu bevorzugen. Bevor der liebe Mo für uns, also für mich und für euch auflöst, welches Shampoo in welchem Eimer war, möchte ich das Fazit quasi unbeeindruckt von dieser Kenntnis geben. Der linke Eimer, also die Fahrerseite, hat mir beim Waschen wirklich ein ganz kleines bisschen besser gefallen. Wir hatten ein bisschen besseres Gleitverhalten. Es hat irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, damit zu waschen. Und es hat nicht ganz so penetrant gerochen. Und dann komme ich gleich zum rechten. Das hat so ein bisschen gerochen wie typisch Toilettenreiniger Klostein. Also sehr extrem zitronig. Jetzt nichts, was wirklich schlimm ist, aber im direkten Vergleich hat mir das linke doch etwas besser gefallen. Nach der Versiegelung allerdings muss ich sagen, die Vorteile, die ich davor auf der Fahrerseite gesammelt habe, hat der Versiegelungscheck wieder weggemacht, weil das wirklich eine Eigenschaft ist, die wirklich relevant ist, auf Grundlage dessen man eine Kaufentscheidung treffen kann. Das heißt, wenn ich mich jetzt zwischen diesen beiden Shampoos entscheiden müsste, würde ich tatsächlich lieber Variante Beifahrerseite wählen. Lieber Mo, jetzt bin ich wirklich gespannt, was ist wo drin. Okay? Sonst bin ich gleich komplett nass. Okay, ja, ich kann gar nicht sagen, ob es mich überrascht. Also vom Geruch ein bisschen Klostein. Ich kann jetzt mal direkt am Shampoo riechen. Ja, also ist jetzt nicht eklig, ne? Nicht wie beim Felgenreiniger. Ist halt einfach sehr intensiv. So kennt man halt von, sage ich mal, Zugtoiletten oder so, diesen Geruch, wenn da so ein Klostein drin ist. Ja, das hier, also riecht wirklich gut. Ne? Das ist auch Green Lemon, also auch ein zitroniger Duft, aber wirklich dezent. Ja, mit dem Wissen, dass das jetzt hier mein 40-Euro-Shampoo war und das hier mein 3,98 € oder so Shampoo war, muss ich sagen, würde ich trotzdem, wenn ich die Wahl zwischen beiden hätte, das für 4 € den Liter kaufen, anstatt das für 40. Das macht es nicht 10-mal besser als das andere. Von daher mein Fazit in diesem Vergleich, wenn ich den Preis weiß, welches Shampoo es ist, bleibe ich bei dem großen Sonax. Klar, ist auch eine größere Packung, aber wie gesagt, ist auch ein Endkundengebinde. Das Polytop gibt es einfach nicht in größerem Endkundengebinde als 500 Milliliter. Deswegen vielleicht noch mal kurz zur Dosierung. Jetzt kann ich es ja lesen und weiß ja, wie viel da drin ist. 20 bis 50 Milliliter auf 10 Liter warmes Wasser. Mo, wie viel hast du reingemacht? Okay, 50 Milliliter hartes Wasser, passt soweit. Das heißt, wir haben ungefähr bei 500 Milliliter, also wir haben hier Produktkosten von 2 € Produktkosten für eine Wäsche. Und bei Sonax hast du die gleiche Waschleistung, also 75 Milliliter sind nämlich 3 Verschlusskappen auf den Zylinder, aber kostet 30 Cent. Also auch auf die absolute Menge, die in Eimer kommt, um ein Vielfaches günstiger als das Polytop Shampoo. Deswegen bleibt mein Fazit auch so, wenn ich die Wahl zwischen beiden Shampoos hätte, würde ich mir lieber 10-mal
oder 10 Liter Sonac Shampoo statt 1 Liter Polytop Shampoo kaufen, viel Geld sparen und mein Auto trotzdem mit einem angenehmen Duft schon sauber bekommen. Muss dann allerdings beachten, dass ich, wenn ich eine Sprühversiegelung und Wachs drauf habe, das richtig frei waschen muss. Wenn ich also wiederum nur Wachse und Sprühversiegelung verwende, dann würde ich mir das Polytop Shampoo oder ein ganz anderes suchen, was das auch nicht beeinträchtigt und vielleicht ein bisschen günstiger ist als 2 € pro Wäsche. Die beiden verwendeten Shampoos und die anderen verwendeten Produkte findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Denkt an den Gutscheincode 10% Autolackaffen bei Waschguru für die Gewerbetreibende. Der Code DICON bei Bestellabschluss eingeben. Dann gibt es eine kleine Überraschung bei eurer ersten Bestellung und günstige Preise. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.